Hallo liebe Modellauto-Freunde, heute schauen wir uns die Neuauflage des Mercedes SLR Uhlenhauts an von CMC Maßstab 1.18. Ja Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir im Jahr 2023, das erste. Ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr, auf dass dieses Jahr viele schöne neue Modellautos rauskommen. Und wir schauen uns natürlich mal diesen Wagen hier gleich mal an. Kurz zur Vorgeschichte. CMC hat den Uhlenhaut schon einmal produziert und sich entschieden, jetzt eine Neuauflage zu machen von dem. Und ja, hier ist er. Ich habe es mal entschieden, ich gucke mir den mal an und gebe euch meine Meinung zu dem Wagen ab, ob sich das Ganze lohnt. In der schönen Verpackung, wie ich meine, ist wieder mal das übliche Zubehör mit dabei. Ja, Putztuch, Pinzette, ein Saugnapf zum Türöffnen und natürlich das entsprechende Zertifikat, welches so aussieht hier. Ja. Und dort sind auch die ganzen Beschreibungen mit drin. Details, was der Wagen kann und wie er gebaut ist, sag ich mal. Und Originalfahrzeuginformationen. Ja, schauen wir uns das Modell an. Hier in diesem schönen Silber, ja, ganz Mercedes-typisch natürlich. Dieser Wagen ist ein Unikat. Ja. Es gibt weltweit nur 2 Stück von denen insgesamt. Ihr habt das sicherlich letztes Jahr mitbekommen. Dieser Wagen, auch in der roten Ausstattung, wurde für 125 Millionen Euro verkauft an einen Niederländer, soweit ich weiß, an einen privaten Museumsbetreiber, also eine Privatsammlung. Und mit der Auflage allerdings, dass es die Öffentlichkeit, glaube ich, einmal im Jahr zugänglich machen werden muss oder alle 2 Jahre. Auf jeden Fall wurde der Wagen verkauft. Aber das andere Auto, was Mercedes noch hat, steht in Stuttgart irgendwo versteckt von Herrn Uhlenhaut. Und das ist mit der blauen Ausstattung. Das war der Konstrukteur, ja, Rudolf Uhlenhaut. Der hat sich diese 2 Wagen gebaut. Die sollten eigentlich bei der Mille Miglia antreten 1955, wurde aber dann entschieden von Mercedes, sie machen kein Rennen mehr. So, und da hat er sich entschieden, dann werden diese 2 Modelle eben seine 2 neuen Dienstwagen. Ja, und so ist er wohl offenbar jeden Morgen damit losgedüst zu seinem Arbeitsplatz. Und die ganze Nachbarschaft hat das natürlich mitbekommen. Denn wenn ihr mal im Internet schaut, es gibt ein paar Videos mit dem Sound dieses Fahrzeugs. Ich sag mal so, leise ist er nicht. Er steckt jeden Jugendlichen mit seinem getunten Auspuff sofort, sag ich mal, in die Tasche. Aber zurück zum Modell. Hier der große Mercedes-Stern ist natürlich hier sichtbar. Hier der Lufteinlass, sage ich mal, durchstochen natürlich mit dem Netz. Das ist sehr detailliert, also das erwartet man ja auch von CMC. Ne? Schauen wir uns direkt die Seite an. Hier auch sehr detaillierte Räder mit den Speichenfelgen. Das gefällt mir wirklich sehr gut, also das ist auf jeden Fall ein Highlight. Hier der Luftauslass. Auch sehr, sehr detailliert gemacht, das Ganze. Schauen wir uns die andere Seite an. Hier gibt es eine Besonderheit, und zwar hier die Auspuffendrohre. Ja? Die kommen hier direkt aus dem Motor heraus, ohne großen Schalldämpfer. Einfach so, sage ich mal, wie es ein Purist gerne hat. Ja? Hier gibt es noch eine kleine Besonderheit, und zwar kann man hier die Motor-Service-Klappe abnehmen. Ja? Wie ihr sehen könnt. Und wir können auch mal reinschauen. Da befindet sich dann der Motor oder ein Teil davon, und das kann man auf jeden Fall hiermit ja, zugänglich machen. Das Ganze hält magnetisch. Ja. Ich hoffe, ich kann es euch hier in den Handschuhen zeigen. So sieht das Ganze wieder aus, wenn es dran ist. Und ich sag mal, das ist auf jeden Fall ein nettes Gimmick. Wir schauen uns jetzt mal den Hauptteil des Wagens an, und zwar der Motor. Hier ist übrigens noch so eine Stange dabei. Ja, die kann man jetzt, muss man nicht ausfahren, aber das hält auch so, würde ich sagen. Hier sehen wir ja diesen prachtvollen Motor. Ja, das ist ein Wahnsinn, wie detailliert hier das Ganze gemacht worden ist. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist das Beste am Wagen, finde ich. Und wahrscheinlich hier auch. Ja, also das ist wirklich ein ja, Prachtstück von einem Motor. Sehr filigran, sehr detailliert umgesetzt worden. Das gefällt mir richtig gut. Ja, hier kann man auch schon sehen, die Lüftungsschlitze. Also das Ganze ist wirklich top. So, dann gibt es natürlich noch den Kofferraum. Hier muss ich sagen, gibt es Diskussionen im Internet, ja, um das Mercedes-Logo hier. Ich weiß es nicht. Ja, kann man machen. Nur verstehe ich jetzt nicht ganz die Problematik. Ist das hier ausgestanzt? Ja, und warum? Ist das ein Tankstutzen oder was ist das jetzt genau? Das weiß ich jetzt nicht. Ansonsten ist, ja gut. Also ich finde es in Ordnung, man kann es machen. Man hätte es vielleicht etwas besser machen können. CMC hat ja schon geschrieben, sie haben es verbessert im Vergleich zum Vorgänger. Aber meine Güte,
Also es sieht jetzt nicht unbotmäßig aus, sage ich mal. Darunter steht Deutschland und 300 SL. Und hier drin können wir sehen, 2 Ersatzreifen. Ja? Und hier unten drunter auch noch ein bisschen Kabellage und ja, kann man machen. Ne? Hier schön die Lichter noch zu sehen und entsprechend das Chrom, Blendteil für das Kennzeichen. Die Felgen bzw. die Räder kann man natürlich auch abschrauben, so wie es bei CMC eigentlich üblich ist. Ja? Und ich würde sagen, wir schauen jetzt natürlich in den Innenraum rein. Ja. Hier mit den Flügeltüren, die natürlich weltbekannt sind. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen. Also das ist schon ein sehr, sehr detaillierter Innenraum. Der gefällt mir richtig gut. Angelehnt natürlich ist der Innenraum auch beim 300SL hier. Das ist sehr ähnlich. Der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, das ist ein Traum von einem Fahrzeug. Den habe ich auch schon mal vorgestellt, von Minichamps allerdings. Das wäre übrigens auch eine Sache, die CMC durchaus nochmal machen könnte. Gerne in dieser Kombination auch. Ja, rot mit heller Ausstattung. War ein fantastisches Fahrzeug. Aber hier sehr detailliert. Stoffsitze. Ja, das Rot, ja gut. Ich mag nicht so gern rotes Interieur, aber hier passt es, finde ich. Ja? Hier die Tür auch sehr filigran mit dem Scharnier. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Ne? Ja, mein Gesamteindruck ist erstmal positiv von dem Fahrzeug. Ja? Also es gibt ja viele Gerüchte und Diskussionen im Internet, dass der Wagen irgendwie stümperhaft oder so sogar gemacht wird oder gemacht worden ist. Dem kann ich auf gar keinen Fall beipflichten. Das stimmt nicht. Also zumindest mein Modell hier, beziehungsweise das Modell, hat es nicht. Ja? Also da kann ich jetzt nichts erkennen, was irgendwie grob fahrlässig wäre, sag ich mal. Ne? Also es geht in Ordnung und ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Neuauflage. Sagt mir eure Meinung dazu, habt ihr den auch? Oder werdet ihr euch den noch holen? Oder seid ihr von denjenigen, die damals schon einen gekauft haben? 2012 glaube ich oder so war das. Oder 14, ich weiß nicht mehr genau. Und hat bereits so eine Version oder sogar die blaue. Schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir natürlich noch einen Daumen und guckt im Anschluss auch mal hier meine ganze CMC-Playlist an. Da sind auf jeden Fall auch noch coole Autos drin. Oder wie gesagt den erwähnten 300SL. Also Leute, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.